Helmut Gehlink, Osteopath, Holländer. Seit 25 Jahren behandelt er erfolgreich Patienten aus aller Welt. In unserem Gesundheitstipp gibt Helmut Gehlink qualifizierte Empfehlungen für ein schmerzfreies Golfvergnügen. Der Rücken zwickt, was tun? Lara macht sich auf den Weg zum Osteopathen ihres Vertrauens. Helmut Gehlink untersucht die Patientin nach einem ersten Anamnesegespräch intensiv von Kopf bis Fuß und hat dabei nur ein einziges Werkzeug, nämlich seine Hände. Osteopathie ist halt eine Erfahrungsmedizin, aber auch eine gewisse Wissensmedizin. Anatomie bildet eine große Grundlage, aber auch Erfahrung und Fühlen ist sehr, sehr wichtig. Eigentlich ist es ein echtes Handwerk, in dem Sinne bin ich Handwerker. Der menschliche Körper besteht aus Skelett, Muskeln, Sehnen, Bändern und Organen. Ist der Energiefluss an nur einer Stelle gestört, äußert sich das häufig in Form von Schmerz. Also ich mag es lieber schon, wenn man Blockaden löst, allerdings auf eine sanftere Art und Weise. Nicht so, dass es jetzt unbedingt überall knacken muss und Schmerzen sind. Und, ja. Die Osteopathie folgt dem sanften Weg. Mit seinen Händen erspürt Helmut Gehlink die Problemzonen und löst Spannungen und Blockaden wie ein Safe-Knacker. Der Osteopath geht an den Safe ran, legt sein Ohr an den Safe und versucht die Kombination rauszufinden. Also im wahrsten Sinne mit Fingerspitzengefühl. Und dann auf einmal macht es Klick und mit 2 Fingern kann ich den Safe öffnen und bin ich drin, ohne Beschädigung. Es gibt immer wieder mehrere Wege zum Ziel, gerade in der Medizin. Auch ein guter Chiropraktiker oder Physiotherapeut kann einem geschundenen Körper Linderung verhelfen. Doch ein erfahrener Osteopath hat mehrere Tools in seinem Behandlungsbag. Die Physiotherapie stuhlt auf 3 Schläger, wenn man das mit dem Golf vergleichen darf. Und damit muss man dann seinen Platz machen. Und die Osteopathie hat 14, 15, 16 Schläger, also damit kommt man ein ganzes Stück weiter. Die Ursache von Bewegungseinschränkungen und damit einhergehendem Schmerz liegt häufig ganz woanders, als wir es vermuten. All diese Organe und Strukturen üben eine Kraft aus auf die Wirbelsäule, auf die Rippen und damit auch wieder zum Beispiel auf die Schultern, auf die Halswirbelsäule, aber auch auf das Becken. Die osteopathische Behandlung von Helmut Gehlink neigt sich für heute dem Ende entgegen. Der Patientin hat's merklich gut getan, der Schmerz ist weg, wie von Geisterhand. Das hat sich sehr gut angefühlt, trotz dass es sehr leichte Druckpunkte waren, habe ich gemerkt, also gerade in meiner Magengegend und meiner Bauchgegend habe ich gemerkt, wie sich da vieles gelöst hat. Ich war erstaunt, weil er macht eigentlich gar nicht so viele Handgriffe, aber dafür sie sind effektiver einfach, die Handgriffe. Ein gesunder, schmerzfreier Körper ist für jeden Sportler notwendige Voraussetzung, um seine Leistung abrufen zu können, auch für den Golfer. Jedes Zipperlein schränkt ein, kostet Konzentration. Deshalb rät Helmut Gehlink: Erst die Räder unter dem Auto setzen, Voraussetzungen schaffen und dann mit dem Auto fahren. Vettel darf auch nicht losfahren, wenn nur 3 Räder dran sind. Erst das 4. Rad dran, dann losfahren. Lassen Sie sich also regelmäßig durchchecken und wenn es doch mal zwicken sollte, dann gibt's ja Helmut Gehlink, den Osteopathen Ihres Vertrauens. Sie sehen, es gibt Lagen, die glaubt man nicht. So ein schöner Abschlag und dann geht er hier ins Wasserhindernis, gelbe Pfähle. Ich will aber nach da auf dieses Grün. So, wenn ich jetzt droppen müsste, dann müsste ich da ganz hinten droppen. Das will ich nicht. Ich will keinen Strafschlag, ich will die Distanz nicht verlieren. Ich möchte versuchen, den Ball aufs Grün zu spielen. Geht nicht, sagen Sie? Natürlich geht es. Wie ein Bunkerschlag. Ich muss den gleich spielen wie ein Bunkerschlag vor dem Ball,